Ostern 2021. Ich habe nach langer Zeit endlich nochmal eine Woche frei und will die natürlich auch auf dem Motorrad verbringen. Willkommen zum ersten Teil unserer zweiteiligen Tour durch und um den Nationalpark Eifel. Da Fernreisen momentan nicht drin sind, bleibe ich eben lokal und klappere ein paar der Touren in der Gegend ab. Warum immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Zur Saisoneröffnung fahren wir heute einmal um den Ruhrsee. Wir starten hier in Mulatz-Hütte, einem der Tore zur Eifel, wo die Tour später auch enden wird. Von Mulatz-Hütte geht es über Zweifall hoch zum Hürtgenwald, von dort aus weiter nach Niedeggen, über Heimbach und Gemünd weiter zur Ordensburg Vogelsang und von dort aus nach Ruhrberg und Woffelsbach, womit wir dann einmal den Ruhrsee umrundet haben. Heim geht es über die Nebenstrecke zurück nach Mulatz-Hütte. Am Ende des Videos habe ich euch die komplette Route auch nochmal visualisiert. In einer zweiten Tour, in einem weiteren Video, erkunden wir dann später den südwestlichen Teil des Nationalparks. Es ist noch früh und wirklich knackig kalt, ich habe tatsächlich die Griffheizung an. Früh unterwegs zu sein wird sich aber hoffentlich auszahlen, denn heute wird es über 20 Grad warm und ich werde garantiert nicht der einzige Motorradfahrer in der Gegend sein. Hinter Zweifall geht es auf die Jägerhausstraße und in Richtung Eifel. Y-Tours ist auch schon unterwegs, wie ihr seht. Moin Kameraden. Zum Glück kenne ich die Strecke, denn durch die tiefstehende Sonne sieht man wirklich nichts. Die Kamera sieht wesentlich besser und mehr als ich. Generell bin ich begeistert von meiner neuen Helmkamera. Die wackeligen Aufnahmen der Norwegen-Tour im letzten Jahr habe ich als Anlass genommen, ein wenig Geld in die Hand zu nehmen und mir eine GoPro anzuschaffen. Allein schon die Stabilisierung der Aufnahmen hat mich überzeugt, die Bildqualität spätestens jetzt auch. Nach der letzten sportlichen Kurve geht es aus dem Wald heraus auf das Hochplateau bei Raffelsbrand. Hier eröffnet sich ein Überblick über den Rand der Eifel. Links liegt der Hürtgenwald, der Geschichtsinteressierten ein Begriff sein dürfte. Hier fand 1944 und 1945 eine der letzten großen Schlachten des Zweiten Weltkriegs statt, noch heute finden sich hier Unmengen an Munition und sterblicher Überreste der Soldaten. Beinahe jeder umliegende Ort hat daher auch seinen eigenen Soldatenfriedhof, sowie den hier bei Vossenack. In die andere Richtung kann man von hier bis weit in den Raum Eschweiler und Düren sehen, in der Mitte seht ihr am Horizont das Kraftwerk Weisweiler. Bevor es weiter in Richtung Ruhrsee geht, machen wir aber noch einen kleinen Abstecher ins Kalltal nach Simonskall. Ich will euch nicht nur das idyllisch gelegene Dörfchen, sondern auch die meiner Meinung nach zweitgefährlichste Kurve der Eifel zeigen. Hier links kommt sie, quasi eine Kurve in der Kurve, und wenn man sie nicht kennt, wird man sie garantiert verpassen. Und bei Gegenverkehr müsst ihr hier an einer absolut unübersichtlichen Stelle mitten auf der Fahrbahn stehen bleiben. Die in meinen Augen gefährlichste Kurve der Eifel zeige ich euch auch noch, aber erst im Rahmen der nächsten Tour. Die Kall, hier rechts im Bild, mündet später in die Ruhr, die wiederum in die Maas und diese wiederum schließlich in den Rhein mündet. So, jetzt aber endlich in Richtung Nationalpark. Dazu fahren wir hinter Vossenack erneut durch das Kalltal rüber nach Schmidt. Und zum Warmwerden gibt es hier die ersten engeren Kurven.
Von Schmidt aus könntet ihr in dieser Aufnahme jetzt am Horizont bereits die Burg Nideggen sehen, vorausgesetzt ihr habt den übelsten Adlerblick. Zur besseren Ansicht daher hier nochmal in Großaufnahme. Die Burg war früher der Sitz der Grafen von Jülich und hatte den Ruf der Uneinnehmbarkeit. Doch um dorthin zu gelangen, müssen wir erst noch ein paar Serpentinen nehmen. Dabei passieren wir auch zum ersten Mal das Willkommensschild zum Nationalpark. Wer Bock drauf hat, kann ja mal mitzählen, an wie vielen dieser Schilder wir während dieser und der nächsten Tour vorbeikommen werden. Mit den Serpentinen habe ich heute leider gar kein Glück. Ich habe an den schönsten Stellen immer wieder ein paar Bremser vor mir. Und das, obwohl ich die Kurven noch in mäßigem Tempo nehme, nicht wie einige andere Kamikaze-Bomber, die hier unterwegs sind. Aber hin und wieder wollen meine 140 Pferde dann doch mal spielen. Hinter Nideggen geht es weiter in Richtung Heimbach. Hier ein Paradebeispiel dafür, was ich gerade mit den Bremsern meinte. Als Feuerwehrmann kann ich ja vollkommen verstehen, dass Sicherheit vorgeht, deswegen sind hier auch nur 50 erlaubt. Warum man so eine übersichtliche Straße aber stellenweise nur mit 30 fährt, das verstehe ich trotzdem nicht. Auch nicht, wie man es bei 30 schafft, immer noch nicht die Spur zu halten. Ich für meinen Teil lasse hier im dritten Gang einfach nur rollen und fahre dieser Person trotzdem fast noch hinten drauf. Aber hey, kein Druck, wir haben ja Zeit. Ich genieße in der Zeit einfach ein bisschen die Landschaft. Mit Heimbach erreichen wir einen Ort, an dem ich tatsächlich selbst auch noch nicht war. Also höchste Zeit, auch hier die Straßen unsicher zu machen. Die Kurven im Berg Richtung Kloster Mariawald machen richtig Spaß. Aber hier hat es jede Menge selbstmordgefährdeter Sportler. Ich kann ja verstehen, dass man bei dem Wetter unbedingt vor die Tür will. Aber Freunde, jetzt mal ehrlich, ist das hier die richtige Straße zum Rad- oder Inliner-Fahren? Ehrlich? Ja gut, habt ihr selber zu entscheiden, aber ich an eurer Stelle würde es nicht tun. Rechter Hand erreichen wir das ehemalige Trappistenkloster Abtei Mariawald. Das Kloster wurde 2018 aufgegeben, da sich die verbleibenden Mönche mit einem Durchschnittsalter von 84 Jahren nicht mehr selbst versorgen konnten. Hier lege ich eine Mittagspause ein. Und weil ich hier die ganze Zeit was von Ruhrsee fasel, der aber noch nirgends zu sehen war, machen wir als nächstes einen kleinen Abstecher zur Staumauer bei Schwammenaul. Mit den erlaubten 100 Sachen geht es ein kurzes Stück durch diesen wirklich wunderschönen Eichenwald, dann noch ein paar feine Kurven entlang und schon eröffnet sich uns der größte See der Region. Die Talsperre in Schwammenaul staut die Ruhr hier zu einem 7,83 Quadratkilometer großen See, volumenmäßig damit der zweitgrößte in Deutschland und ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen in der Region. Mein nächstes Ziel ist die ehemalige Ordensburg Vogelsang. Bis dahin sind es aber erst noch ein paar Meter bis nach Gemünd und weiter in Richtung Einruhr. Malerisch am Ruhrsee gelegen sollte hier während der NS-Zeit der Führungsnachwuchs ausgebildet werden. Wer von euch den Film Napola gesehen hat, weiß, was hier so ungefähr abging. Heute befindet sich hier ein Dokumentationszentrum zur Aufklärungsarbeit. Übrigens mit über 50.000 Quadratmetern nach dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände die zweitgrößte bauliche Hinterlassenschaft aus der NS-Zeit. Danke Wikipedia, wieder was gelernt. Nach dem Krieg wurde Vogelsang von der belgischen Armee als Kaserne genutzt. Die Heidelandschaft rund um die Gebäude diente dann als Truppenübungsplatz. Bis heute sind einige Abschnitte nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, denn auch hier liegen immer noch Unmengen an Munitionsresten im Boden und eine großflächige Räumung wäre einfach zu aufwendig. Bis hinter Einruhr machen wir jetzt ordentlich Strecke. Hinter Einruhr wollte ich eigentlich rechts weiter in Richtung Ruhrberg, aber eine Baustelle zwingt mich zu einem Umweg. Merkt euch an dieser Stelle diese Kurve, hier werden wir bei der zweiten Eiffeltour links abbiegen, während wir heute rechts hoch nach Kesternich fahren. Und für alle, die nicht aus dieser Gegend stammen, in dieser Kurve solltet ihr unbedingt immer ein Auge auf den Asphalt haben, hier haben Unbekannte in der Vergangenheit Sand und Öl ausgebracht, um Motorradfahrer bewusst zum Sturz zu bringen.
leider kein Scherz. Der Umweg wegen der Baustelle macht aber nichts, die Strecke, die wir jetzt stattdessen zusammen runter nach Ruhrberg fahren, ist eigentlich sogar noch schöner. Ruhrberg selbst lassen wir allerdings rechts liegen und fahren weiter nach Woffelsbach. Hier geht es dann endgültig weg vom Ruhrsee und die Serpentinen wieder hoch in Richtung Heimat. Erwähnte ich bereits, dass ich heute einfach kein Glück mit den Serpentinen habe? Aber hey, im Vergleich zu dem übervorsichtigen Autofahrer bei Heimbach nimmt dieser LKW-Fahrer die Kurven wie ein Rennwagen. Trotz seiner Masse fährt er mir gefühlt fast weg. Meinen Respekt an die Person am Steuer. Vom Parkplatz im Berg dann ein letzter Blick auf den Ruhrsee, für heute zumindest. Der Rückweg führt mich wieder durch malerische Landschaften über Schmidt zurück nach Vossenack. Und es geht wieder hoch an den Kreisverkehr von heute Morgen. Doch statt hier wieder nach Zweifeld zurückzufahren, geht es jetzt in Richtung Lammersdorf, kurz vor Lammersdorf, dann aber rechts auf die Nebenstrecke in Richtung Aachen. Die Nebenstrecke endet in Mulatshütte, womit unsere Runde dann auch komplett ist. Das ist eine von vielen schönen Touren, die man hier fahren kann, vielleicht wollt ihr sie ja auch mal fahren. Daher hier nochmal kurz die Route, dargestellt auf der Karte. Von Mulatshütte ging es über Zweifall rauf in Richtung Raffelsbrand. Einem kurzen Abstecher nach Simonskall folgte die Schleife über Vossenack nach Schmidt und weiter nach Nideggen. Mit sicherer Unterschreitung des Tempolimits ging es dann nach Heimbach und hoch zur Abtei Mariawald. Ein kurzer Abstecher nach links runter nach Schwammenaul und dann den ganzen Kladderadatsch wieder zurück. Als nächstes folgte der Schwenk rüber zur Ordensburg Vogelsang. Mit dem kleinen Umweg über Ruhrberg und Woffelsbach machen wir die Ruhrsee-Umrundung perfekt. Zurück ging es wieder über Vossenack und Raffelsbrand, aber diesmal über die Nebenstrecke zurück nach Mulatshütte. Solche Touren wird es hier in Zukunft immer mal wieder auf dem Kanal geben. Ich will euch da jetzt keine Werbung für mich selber unterjubeln, aber vielleicht solltet ihr ja ein Abo dalassen. Ansonsten danke fürs Zusehen und allzeit gute Fahrt.